Wie spielt man eigentlich ein Glissando auf der Trompete? Damit beschäftigen wir uns heute kurz und knapp. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Nikolai Kamm Trompetentraining. Das einzige Instrument, was im blechbläserischen Bereich das Glissando wirklich perfekt spielen kann, ohne dass sich der Klang etc. verändert, ist die Posaune. Wieso? Ganz einfach, Zug raus, während man die Luftsäule konstant hält oder wieder den Zug rein und somit haben wir ein durchgängig klangvolles, prägnantes und klares Glissando. Bei uns Bläsern mit Ventilen ist es natürlich etwas anders. Erstens mal haben wir natürlich Ventile, dort rasten die Töne zwar sehr gut ein, aber sobald es um Effekte wie dieses Gleiten geht, haben wir natürlich immer automatisch eine Klangveränderung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit halben Ventilen an die Sache rangehe, dann verstopfen wir letztendlich bis zu einem gewissen Teil unsere Ventile, die sind nur halb geöffnet und dementsprechend verändert sich der Klang, ihr wird enger, ihr wird etwas quäkiger. Wenn wir zum Beispiel unsere Töne schleudern, nehmen wir einfach das Beispiel von A1 auf A2, dann rasten die Töne natürlich dann dementsprechend bei den Naturtönen ein. Ich kann das Ganze schnell machen, damit es sich wie ein Glissando anhört, was aber unterm Strich kein Glissando ist. Also es ist meines Erachtens noch ein Töne schleudern, beziehungsweise mit dem halben Ventil kann man dieses Glissando hinbekommen. Und dann bleibt noch der dritte Punkt, natürlich Töne treiben. Das haben wir auch schon in dem einen oder anderen Video gemacht. Hier oben sind dann immer die Links zu finden zu diesen einzelnen Themengebieten. Wenn wir jetzt an das Glissando rangehen, haben wir natürlich, wenn wir zum Beispiel bei dem Beispiel bleiben mit A1 auf A2, erstmal natürlich den Ausgangston A. Sobald ich den Ton jetzt nach oben schleudere, muss ich auf die halben Ventile gehen. Und dort merkt man schon, okay, die Trompete klingt eng, sie klingt verstopft. Um jetzt nach oben zu kommen, mache ich genau das gleiche wie wenn ich eine Tonart spiele, zum Beispiel A-Dur oder eine chromatische Tonleiter. Die Muskeln kontrahieren, das heißt, die werden fester, passen sich der dementsprechenden Tonhöhe an und dementsprechend komme ich dann aufs A2 und drücke das A2 dann wieder mit den Ventilen ganz nach unten durch. Und dann bin ich geschmiert im Glissando nach oben gekommen. Ihr hört natürlich der Ausgangston A1 mit gedrückten Ventilen und natürlich der Zielton A2. Das sind ganz klare Töne. Der Effekt dazwischen, den kann ich nur erreichen, wenn ich meine Ventile eben halb drücke. In dem Beispiel nehme ich jetzt 1, 2. Ich kann das Ganze aber natürlich auch mit 1, 2 und 3 machen. Klingt meines Erachtens nach sogar ein bisschen besser, wenn ich alle 3 Ventile halb habe. Und ich habe das Gefühl, dass ich an der einen oder anderen Stelle mit 1 und 2 einen kritischen Moment habe. Da konnte ich gerade eben drüber spielen. Aber mit 1, 2, 3 fallen diese kritischen Momente weg. Ich ziehe einfach durch und bin dementsprechend beim A2 oben. Wie mache ich das jetzt? Einmal langsam vorgemacht. Und bin eben oben. Das Ganze kann ich natürlich auch mit den anderen Tönen machen. Wir gehen auf diese zweite Methode, das ist dieses Töne schleudern. Das hatten wir auch schon als Thema gehabt. Ich muss letztendlich, wir nehmen als Beispiel C2 auf C3, schnell nach oben. Das heißt, ich schleudere die Töne, natürlich diesmal nicht grenzenlos, sondern einfach nur mit dem Ziel C3. Das heißt, dort passiert genau das gleiche wie vorher mit den halben Ventilen, nur ich versuche von C2 auf C3 möglichst schnell und möglichst dicht durchzukommen. Und man hört letztendlich Ja, B, B, Ba, B, Ba, Rap. Ich mache mal langsam. Also dort natürlich dann dementsprechend erstmal in seiner Lage beginnen, zum Beispiel beim A eben oder beim G. Und versuchen dann die Töne nach oben zu schleudern. Was passiert? Die Luft fließt und wird natürlich nach oben hin schneller. Der Ansatz, die Muskulatur, die müssen natürlich dann dementsprechend sich dem Luftdruck anpassen. Das heißt, sobald die Luft an Stärke zunimmt, muss auch die Mundmuskulatur, die Lippenmuskulatur dementsprechend auch ein Gegengewicht erzeugen. Das heißt, dort auch natürlich besser zupacken, damit die Luft auch in unsere Trompete geht. Also immer auf dieses Gleichgewicht achten.
Bei den halben Ventilen, wie gerade eben, da ist es etwas komplizierter, weil letztendlich möchte man natürlich seinen Klang beibehalten. Durch die halben Ventile wird er aber verändert und wird meines Erachtens nach auch etwas passiver. Das heißt, wenn ich auf halbe Ventile gehe, muss ich immer daran denken, dass ich auch etwas mehr Luft geben muss, damit der Ton präsent bleibt. Ich mache euch das einmal vor. Na, durch das Verstopfte wird der Ton etwas passiv, er geht zurück. Und dann ist der Ton auch da. Ganz schaffe ich das nicht, weil es natürlich unglaublich anstrengend ist. Normalerweise bin ich gewohnt, dass eine gewisse Menge durch die offene bzw. gedrückte Trompete mit den Ventilen geht. Und dadurch, dass ich die Ventile nur noch halb habe, ist natürlich auch der Durchfluss stark beeinträchtigt. Das heißt, immer dann darauf achten, erstens natürlich, dass ich bruchlos nach oben komme mit den halben Ventilen. Und wenn ihr dieses Glissando spielt, indem ihr keine Ventile drückt, versucht, dass es schnell kommt. Solltet ihr im Register spielen, wie zum Beispiel in der Big Band oder in der Combo und so weiter und so fort, macht einfach mit eurem Registerkollegen aus, wann ihr nach oben geht und wann der Zielton gesetzt wird. Bau, rap, und dann ist er auf der 1 da. Bau und rap. Na, dann wäre es im Zweivierteltakt zum Beispiel die Zählzeit 2 und, wo es nach oben geht. 1, 2, ab. 1, 2, ab. Und dann ist auf der 1 alles pünktlich da. Man muss einfach kommunizieren, damit es dann in der Section, in der Trompetenregister dann auch dementsprechend natürlich gut klingt. So wie es eben sein soll. Ich wünsche dir beim Üben von deinem Glissando sehr viel Erfolg. Schreib in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert. Oder wenn du weitere Fragen hast, schreib sie auch einfach in die Kommentare. Dann können wir das auch in Zukunft klären. Lass am Ende noch ein Like und ein Abo da. Das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.